Diese Frau war ich vor einem halben Jahr. Diese Frau bin ich heute. Durch das heutige Interview werden Sie Zeuge der Erfolgsgeschichte einer 64-jährigen Frau. Sie hat ihr Leben verändert, hat angefangen, jeden Tag zu trainieren und ihre Ernährung umzustellen. Sie hat in 5 Monaten 12 Kilos abgenommen, von Kleidergröße 42 auf 36 gewechselt. Und, das ist das Wichtigste, sie hat ihre Gesundheit wiedergewonnen. Hören Sie selbst. So hat sie es geschafft. Teil 1. Ich fühlte mich wie eine 90-Jährige, dann habe ich Lars Positivdenker entdeckt. Liebe Suhaila, ich freue mich, dass ich dich für dieses Interview für den Fitnesskanal von Lars Positivdenker gewinnen konnte. Wie geht's dir heute? Ich bin etwas nervös. Hast dich gehört? Das ist gut. Meine Erfahrung ist, Veränderungen sind in jedem Alter möglich. Man muss es nur wirklich wollen. Du bist 64 Jahre alt und hast im August letzten Jahres eine große Entscheidung getroffen, die dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist. Was ist damals passiert und wie hast du dich damals gefühlt? Ich habe mich damals gar nicht wohl gefühlt, weil dann seit dem Corona-Beginn habe ich angefangen, vor lauter Sorgen zu viel zu essen. Das ist meistens meine Reaktion auf das Unwohlfühlen. Und das war aber auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann so reagiert habe. Ich kenne das mit Auf und Ab. Auch damit verbunden ist auch Gewichtszunahme, damit ist verbunden höherer Cholesterinspiegel, höherer Blutdruck, Rückenschmerzen, also Schwierigkeiten beim Atmen, beim Gehen, Treppensteigen, also alles, was man nicht brauchen kann. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der 90 Jahre alt ist. Okay. Ja, was ist damals passiert? Guter Zufall, dass ich davon erfahren habe, dass du einen Kanal hast, dass du Fitnesstrainer bist, obwohl wir ewig Kollegen sind. Ich wusste davon gar nichts. Ich habe das Gespräch zwischen dir und deiner Kollegin in meinem Büro mitbekommen, wo ihr über das Kanal euch unterhalten habt, und dann habe ich dich gefragt, was ist das für ein Kanal? Und dann hast du ja so ein bisschen erklärt und so, und ja, das war für mich interessant. Ja, ich schau mal da rein. Gut, dass du das habe ich dann auch gemacht. Sehr schön. Ich bin schon sehr froh drum, auf jeden Fall. Lars Positivdenker sagt, wer körperlich eine nachhaltig positive Veränderung erfahren möchte, sollte jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Training investieren. Was war das für ein Gefühl, als du dieses Training in dein Leben gelassen hast? Ich war sehr gespannt damals. Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer wieder versucht, mich für irgendeinen Sport zu interessieren. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich war auch immer bei irgendeinem Fitnesscenter angemeldet, wo ich vielleicht 10-mal im Jahr hingegangen bin. Passte mir nichts. Doch Schwimmen, einzige Sportart, aber mit viel Zeitaufwand verbunden und so weiter. Ansonsten war nichts für mich interessant genug. Ich hatte aber damals, nachdem ich dann deinen Kanal kennengelernt hatte, auch mit dir darüber gesprochen habe ich gesehen, das ist ganz anders als das, was ich bisher gekannt habe. Also ich konnte selber entscheiden, diese langsame Bewegungen, das passte schon mir besser. Es war sehr anstrengend, muss ich sagen. Ist nach wie vor anstrengend. Aber es hat wirklich nicht lange gedauert. Ich habe schon Veränderungen gemerkt. Ich habe auch immer so meine Arme allen gezeigt. Ne? Guck mal, es ist
Ich habe kein Rindfleisch und so weiter und so fort. Ne? Und auch diese Art des Sportes war für mich neu. Und was neu ist, macht mich auch neugierig natürlich. Und dann, ich konnte auch mit der Zeit selber spontan etwas beginnen. Also ich konnte entscheiden, wann ich das machen will. Nicht jetzt, weil ich bei der Arbeit bin, oh Gott, jetzt nach Hause und dann nochmal zum Sport. Das dauert mir alles zu lange. Dann nach Hause habe ich mein Sofa gesehen und habe gesagt, heute bleib zu Hause, morgen fange ich an. Aber hier hatte ich überhaupt keine Anstrengung. Meine Matte war auf dem Boden und ich konnte hier anfangen mit meinem Handy. Ich habe dann einen Kanal ausgewählt. Ich habe mir eine Playlist gemacht gehabt und dann habe ich angefangen zu trainieren. Und dann schaute ich auf die Uhr. Ui, 1,5 Stunden. Ah, okay. Ja, also das hat mein Leben schon insofern verändert, dass ich mich auf etwas Neues eingelassen habe. Und das hat dann mit der Zeit auch noch zu anderen neuen Variationen meines sportlichen Handels geführt. Und ja, war gut. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema. Wie würdest du am ehesten das Training nach Lars Positivdenker beschreiben? Was macht dieses Training aus? Was macht dieses Training aus? Also selbstständig handeln zu können, das macht es für mich zumindest aus. Dass ich selber entscheide, wie viel Gewicht ich gerade auf meine Arme zum Beispiel haben möchte. Nicht wie bei Fitnesscenter. Ja gut, da entscheide ich auch, nehme ich jetzt 5 Kilo oder 10 Kilo, aber das ist einfach anders. Ich bin bei mir. Ich fühle meine Muskeln, so wie ich sie gerade beanspruche. Das habe ich im Fitnesscenter nicht. Und es sind keine Leute, die mich ablenken. Es ist keine blöde Musik, die da irgendwie läuft, die mir gar nicht zusagt und so, mich ablenkt. Für mich ist es, glaube ich zumindest, dass diese Art von Sport, dass ich immer schon so wie ich damit umgehen möchte. Also ich denke, jetzt will ich das machen und ich mache das und ich nehme wirklich meinen Körper sehr wahr. Ich glaube, ich bin ganz bei mir bei dieser Art von Sport. Ich habe auch dir rückgemeldet, wo zum Beispiel meinetwegen um Trizeps oder Bizeps ging und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, aber da sind auch meine obere Schulter und Rückenpartie ist auch beansprucht worden. Ich habe das schon gespürt, wie das sich bewegt und wie auch hinterher am nächsten Tag da auch Muskelkater entstanden ist. Und das waren auch so Erlebnisse für mich, wo ich so, ja, wie soll ich sagen, so ganzheitlich meinen Körper wahrgenommen habe. Sehr schön. Ja. Welche sind denn für dich dann vielleicht zusammengefasst die Vorteile von diesem Training? Ja, Vorteile, ich brauche keine Gerätschaften. Ich brauche meinen Teppich oder eine Matte. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur mich. Und natürlich deinen Kanal, damit ich auch weiß, dass ich gar nichts falsch mache. Ich bin zeitlich ungebunden. Ich spare viel Zeit. Ich muss nicht von A nach B und zurück. Ich fühle mich wohl in meiner Umgebung. Und diese Art von Sport ist effektiv. Ich habe einen Sohn, der sehr sportlich ist. Wir diskutieren auch immer wieder. Er geht nicht lieber zum Fitnesscenter. Und seit ich deinen Kanal kennengelernt habe und dein Konzept, ich bin ein Verfechter. Ich sage, nein, das ist besser. Und er sagt, nein, Fitnesssport ist besser. Also Fitnesscenter ist besser. Wir werden uns nicht einig. Wahrscheinlich für jeden Menschen ist was anderes besser. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und für mich ist das besser. Und ich
empfehle das auch. Die Leute fragen mich, na, machst du jetzt viel mehr Sport als früher im Fitnesscenter? Fitnesscenter-Sport, ich mache ganz was anderes. Ja, das sind Vorteile von dieser Art von Sport. Also wirklich zeitlich unabhängig sein, eigene Umgebung zu sein. Du musst kein Geld ausgeben, dieser Kanal ist umsonst. Also jeder kann sich da einschalten und anfangen. Großartig. Sehr schön. Siehst du bei diesem Training noch Nachteile? Klare Aussage. Das ist gut. Keine Nachteile, nein. Das war Teil 1. Freuen Sie sich auf Teil 2, mein Personaltraining, meine Ernährungsumstellung.